Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Identity und Access Management. Heute mit den Identity Proofs. Was sich sperrig anhört, kennt ihr normalerweise schon von euren Logins. Wenn ihr euch ein Konto erstellt, sei es jetzt bei einer Firma oder sei es bei zum Beispiel der Bootstrap Academy, sprich dann kommt das Identity Provisioning zum Einsatz. Wenn ihr euch anmeldet, kommt die Authentication, also das Login-Verfahren zum Einsatz. Und hier muss sich die Website und die Plattform und der Arbeitgeber potenziell auch entscheiden, welche Art von Identity Proof möchte ich eigentlich haben. Wie möchte ich die Identität nachweisen? Und das ist extrem wichtig, denn daran entscheidet sich auch, wie gut wir natürlich am Ende auch die Identität wiederherstellen können, falls sie verloren geht, oder wie gut wir dann auch Support leisten können in vielen Fällen. Komme ich aber gleich dazu. Diese Liste hier soll möglichst vollständig sein. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich mindestens eine Sache vergessen habe. Und deswegen schaut bitte in die Kommentare oder die Beschreibung für Updates. Ja, postet da auch gerne selbst was dazu. Es kann gut sein, dass sich hier auch Dinge ändern. Wir sind hier in einem Wandel und ich hoffe, dass sich in den nächsten paar Jahren zumindest mal, was das Oberste angeht, ein bisschen was ändern wird. Manche Punkte sind auch nicht ganz so eindeutig, aber da sprechen wir jetzt drüber. Okay, also wir fangen an mit der Baseline. Die Baseline ist eigentlich schon mal das hier. Wir können auch grundsätzlich eine Website haben, die keine Identity verlangt von uns. Das heißt, jeder kann die Website benutzen und das ist auch bei YouTube im Endeffekt der Fall. Jeder kann YouTube-Videos gucken, ohne dass ich eine Identität nachweisen muss. Dementsprechend, manche Sachen brauchen gar keine Access Control, manche Sachen sind öffentlich verfügbar. Das ist völlig fein und man muss für jeden Teil seiner Applikation entscheiden, welche Art von Identity Proof möchte ich. Jeder kann dieses YouTube-Video hier gucken, ohne irgendwas nachzuweisen. Im Zweifelsfall sogar über das Tor-Netzwerk. Das ist toll, aber reicht für viele Fälle nicht aus. Spätestens, wenn ich irgendwie ein Konto möchte. Und hier möchte ich eine kurze Analogie erzählen zu unserer Coding Challenge, beziehungsweise zu den Coding Challenge Interfaces. Wir haben die Coding Challenges mittlerweile auf der Bootstrap Academy integriert und naja, sagen wir es so, ganz am Anfang, bevor die Academy da war, waren die Coding Challenges einfach nur ein Username-Passwort-Prinzip. Das heißt, jeder mit Username, Passwort konnte sich einfach anmelden. Wir haben keine E-Mail-Adressen gesammelt. Ich wollte das damals nicht, weil, naja, E-Mail-Adresse bedeutet, jemand kann auch seine E-Mail-Adresse grundsätzlich dann geleakt bekommen, falls wir irgendwann einen Angriff haben. Wir wussten am Anfang nicht genau, wie sicher unser System ist mit den ganzen, man erlaubt Code-Ausführungen im eigenen System. Das ist nicht so angenehm. Deswegen waren wir da ein bisschen übervorsichtig. Es ist am Ende nichts passiert. Und mittlerweile ist das Ganze getestet. Aber wir hatten dadurch einen großen Nachteil. Und zwar, dadurch, dass wir nur Usernamen gesammelt haben und keine E-Mail-Adressen, hatten wir natürlich keine Möglichkeit, eine Identity zu verifizieren. Sprich, auch keine Möglichkeit, ein Passwort zurückzusetzen. Denn ansonsten kann ja jetzt jemand kommen und sagen, hey, ich bin Morpheus, setz mal bitte mein Passwort zurück und schick's mir ganz kurz. Ja? Wie soll ich jemals rausfinden, ob diese Person mir das wirklich sagt und dass das wirklich stimmt? Und dazu brauche ich zumindest einen minimalen Identity Proof, die E-Mail-Adresse. Über eine E-Mail-Adresse lässt sich meistens ein Passwort zurücksetzen, weil wir davon ausgehen, dass die E-Mail-Adresse oder das Konto für die E-Mail-Adresse sicher ist. Das kann man eigentlich nicht, aber wir tun es in den meisten Fällen. Und eigentlich tut fast jede größere Website das für normale Benutzer. Das heißt, die E-Mail-Adresse ist so zumindest mal der erste Identity Proof. Anonym geht natürlich auch und nur auf Username, Passwort-Authentifikation geht grundsätzlich auch, aber es ist sehr, sehr riskant. So, jetzt kommt da oben drauf noch ein Ding vor dem Passwort, was ich ganz kurz erläutern möchte. Es gibt immer mehr sogenannte Standortverifikation oder kontextbasierte Authentifikation. Das ist ein Faktor, der zusätzlich kommt. Also ihr habt dann sowas wie Username, Passwort oder E-Mail-Adresse, Passwort und zusätzlich wird der Standort genutzt. Das kann hilfreich sein im Sinne von Identity Proof, dass, wenn ich eine rein deutschsprachige Website habe, wahrscheinlich nicht so viel Traffic aus den USA oder irgendwo anders herkommen kann.
dass eben jetzt hier plötzlich meine Website lahmgelegt wird. Und das deutet dann meistens auf einen Bot-Angriff hin und hilft eben, diesen Bot-Angriff zu verifizieren. Sprich, alle, die dann, wenn wir gerade überlastet sind, alle, die nicht aus Deutschland kommen, werden dann einfach blockiert. Das ist jetzt bei uns natürlich nicht mehr so, weil wir auch englischsprachige Videos haben oder Untertitel, wie in diesem Video hier zum Beispiel. Aber grundsätzlich ist auch Standort bzw. der Kontext eine Möglichkeit, die Identität weiter zu verifizieren. Ja, das kann man ein bisschen sogar übertreiben, indem man sagt, okay, du darfst dein Passwort nur zurücksetzen, wenn dein Standort derjenige ist, aus dem du dich ungefähr das letzte Mal eingeloggt hast. Bringt aber herzlich wenig, wenn der User den oder der Hacker den Standort des Users kennt. Also das ist wirklich eine sehr, sehr schwache zusätzliche Möglichkeit, die super leicht gefälscht werden kann. Ein Proxy reicht dazu schon und man hat es schon. Also es ist ein zusätzlicher Faktor, um es Hackern ein bisschen schwerer zu machen. Und lustigerweise kommt genau das hauptsächlich bei Kreditkarten zum Einsatz. Denn wenn ich jetzt eine Kreditkarte verwende, zum Beispiel hier bei mir zu Hause und dann plötzlich irgendwo anders hinfliege oder in Urlaub gehe oder eben halt einfach ein Hacker das ganze Ding hat, dann ist plötzlich der Standort ein völlig anderer innerhalb von Sekunden vielleicht und dadurch habe ich schon die Möglichkeit, das zu verifizieren, dass es halt nicht sein kann. So, das ist eine Möglichkeit, noch ein bisschen mehr Identität zu verifizieren. Kontext meint hier tatsächlich nicht den Standort, sondern sowas wie den Device-Typ, ja, also das Gerät, auf dem wir gerade sind, oder tatsächlich sogar Verhaltensweisen. Also das heißt, klicke ich auf bestimmte Sachen, gefallen mir bestimmte Inhalte. Das ist eine Sache, die man zum Beispiel bei Social Media mal probiert hat, aber dann doch, glaube ich, relativ schnell verworfen hat. Okay, weiter geht's mit dem Passwort. Sollte klar sein, das Passwort ist, etwas, das ich mir merken kann, beziehungsweise mittlerweile wird es immer mehr zu etwas, auf das ich Zugriff habe. Sprich, mein Passwort ist in einem Passwortmanager gespeichert und dieser Passwortmanager liefert mir dann das Passwort. Wer Zugriff auf meinen Passwortmanager hat, hat natürlich auch Zugriff auf das Passwort. Oder man kann es fischen. Es ist eine Grundlage, aber es ist definitiv nicht sicher. So, und jetzt wird's spannend. Jetzt kommen die spannenderen Themen für Identitätsnachweise. Und wir fangen an mit dem Telefon. Warum ist das Telefon hier aufgelistet? Oder halt ein Code via SMS zum Beispiel. Oder ein Telefonanruf. Der Punkt ist, wir wollen die Identität nachweisen. So, normalerweise, zumindest in Deutschland, ist eine Handynummer mit einem Ausweis verknüpft sogar. Das heißt, wenn ihr eine neue Handynummer in Deutschland wollt, könnt oder müsst ihr euren Ausweis zum Beispiel bei der Post hinterlegen. Das ist in dem Sinne relativ praktisch, weil wir natürlich einfach jetzt hergehen können und sagen können, ja gut, wenn jemand seine Telefonnummer verifiziert, dann ist das ja definitiv dieser Mensch. Problem an der Stelle ist, wir haben natürlich keinen Zugriff auf den Namen, der auf dieses Telefon registriert ist. Wir wissen nur, dass es eine gültige Telefonnummer ist und dementsprechend bringt uns das herzlich wenig. Aber auf der anderen Seite, es ist auch natürlich möglich, sich einfach eine ausländische Telefonnummer zu holen und deswegen ist es relativ weit hinten. Es ist trotzdem eine Art Identity Proof, weil es nicht so leicht gefischt werden kann wie jetzt ein Passwort. Passwort brauche ich einfach eine Phishing-Seite. Beim Telefon brauche ich ein bisschen mehr Aufwand. Ich muss zum Beispiel SIM-Swapping betreiben und das ist zumindest mehr Aufwand für viele, weswegen es seltener vorkommt, aber trotzdem ist es kein besonders guter Proof. Weiter geht's mit dem sogenannten Social Proof, den hat Facebook mal eine Weile lang durchgezogen. Da musste man, wenn man sein Passwort wieder herstellen wollte, musste man quasi 3 seiner Freunde dazu bringen, ein Bild zu identifizieren oder so. Oder man musste, ich glaube am Anfang musste man sogar 3 Freunde identifizieren, was natürlich relativ käse ist, weil die Bilder meistens öffentlich waren. Aber andersrum könnte man das vielleicht als Proof überlegen, ist trotzdem hier wirklich nur höchstens als Zusatzoption und wahrscheinlich eher unpraktisch. Ich habe es der Vollständigkeit aber trotzdem mal mit reingenommen. So, und dann kommen wir zu den berühmten Sicherheitsfragen, die im Zweifelsfall auch in eine Art Passwort ausarten. Die Sicherheitsfragen sind aber auch allerhöchstens als Zusatz zu verstehen. Niemals alleine, natürlich. So, und jetzt wird es natürlich viel, viel interessanter. Wir haben One-Time-Codes. One-Time-Codes sind ja im Endeffekt über eine App
oder ein anderes Gerät Codes, die generiert werden, die ich dann eingeben kann. Ihr kennt das vielleicht alle von Google Authenticator. Und mittlerweile stellt man das eigentlich schon zur Verfügung. Das heißt, ich kann einen QR-Code scannen, habe dann am Ende einen Code, der von meinem Handy generiert wird, habe ein Passwort, habe eine E-Mail-Adresse und im Zweifelsfall noch einen Usernamen. Und damit kann ich mich eigentlich relativ zuverlässig einloggen. Und es ist zumindest mal eine gute Grundlage, damit die Accounts einigermaßen sicher sind und damit zum Beispiel nicht einfach der Benutzer sehr, sehr leicht seinen Account verliert. Also das sollte mittlerweile normalerweise gegeben sein. Zumindest für die Low-Risk-Angelegenheiten. Also sprechen hier von... Naja, was kann man groß bei den Challenges dann am Ende machen? Man kann weiter Challenges für den User machen. Also von unserem Challenge-Interface, wenn ich das jetzt nochmal hier kurz mit reinnehmen darf. Wenn man jetzt den Challenge-Zugang geknackt hätte, könnte man weiterhin Challenges im Namen des Users machen. Das bringt nicht wirklich was. Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, man kann von einem User den Account löschen. Das ist natürlich unpraktisch, hat aber keinerlei Vorteil für irgendeinen Angreifer, der wirklich normalerweise kommerzielle Interessen hat. Und dementsprechend ist es nicht so sehr wahrscheinlich, außer man möchte halt uns zum Beispiel ruinieren. Aber dann gibt es einfachere Methoden, als jeden User zu fischen. Also dementsprechend, das reicht für die Low-Risk-Transaktion. Und sowas wie Telefon ist eine Art von One-Time-Code, nur eben über Telefon. Und Social Proof und Sicherheitsfragen, naja, braucht man nicht unbedingt Standardkontext, vielleicht höchstens zusätzlich, aber nicht alleine. So, das ist so die Baseline, die ich zumindest mal empfehlen würde für eigentlich alle Angelegenheiten. Aber natürlich reicht das nicht für wirklich sensible Inhalte oder für wirklich Mitarbeiter zum Beispiel. Das reicht da einfach nicht. Und wenn wir uns in Zukunft überlegen wollen, wir wollen Mitarbeiter digital einstellen, wir wollen, dass die uns ein Formular ausfüllen und dann eben ihren Namen angeben und so weiter und so fort, dann haben wir, oder zum Beispiel ein Konto eröffnen können, was man ja durchaus auch mal digital machen wollen würde die nächsten paar Jahre, oder was teilweise auch schon geht natürlich, dann haben wir natürlich viel, viel höhere Sicherheitsanforderungen. Und hier muss man, wie gesagt, immer abwägen, was möchte ich haben, was muss ich haben, was sind vielleicht auch rechtliche Vorschriften und was macht Sinn für mich. Und deswegen, wie gesagt, hier diese Liste. So, weiter oben kommen dann selbstverständlich die Security Keys bzw. die Hardware Tokens. Security Keys geben mir an sich keinerlei Informationen über eine Identität. Sie sind nämlich von keiner Seite aus verifiziert. Das bedeutet, ähnlich wie bei One-Time-Codes und E-Mail-Adressen, die man natürlich auch einfach fälschen kann, alles, was hier steht, kann aktuell noch von jedem erstellt werden und ich kann mich als jemand völlig anderen ausgeben, der ich eigentlich bin. Ich kann mir ja einfach einen neuen Security-Key kaufen oder einen Hardware-Token und dann so tun, als wäre ich plötzlich, keine Ahnung, Mahatma Gandhi. So, und dann habe ich einen One-Time-Code, den kann ich in mein Handy einscannen. Ich kann mir eine E-Mail-Adresse erstellen, mahatma.gandhi@gmail.com, wahrscheinlich vergeben. Sorry an der Stelle. Und ja, Passwort, Telefon und so weiter kann ich ja auch einfach alles holen. Das sind alles eigentlich keine richtigen Identitätsnachweise, dienen aber in die Richtung von Identitätsnachweisen, also quasi nicht verifizierte Identitätsnachweise im Sinne von, ich kann mich damit einloggen und es ist schwer, diesen Login zu fälschen. Sprich, wir schützen die Identität in unserem System, denn wir legen ja quasi eine neue Identität an, wenn sich jemand registriert. Okay, weiter geht's aber und jetzt kommen wir tatsächlich zu echten Identitätsnachweisen, nämlich mit dem External Identity Provider oder auch einfach Identity Provider, IDP manchmal auch abgekürzt, weil sie so super wichtig geworden sind. So, und die hätte ich eigentlich überall in der Pyramide ansiedeln können. Ja? Ihr könnt euch natürlich auch einfach einen Google-Account erstellen, ohne irgendeine Identität anzulegen und könnt diesen Identity Provider benutzen, um überall hinzukommen. Ihr müsst euer Konto dann im Zweifelsfall überhaupt nicht absichern und danach bringt es euch überhaupt keinen Vorteil. Dann wäre der External Identity Provider irgendwo hier unten, so bei Username, Passwort. Ja? Dann haben wir natürlich hier keinerlei Möglichkeiten. Während, wenn wir wirklich einen vertrauenswürdigen Identity Provider haben, und dort vielleicht sogar noch etwas
Zusätzliches verlangen, wie zum Beispiel wurde verifiziert via Telefonnummer oder sogar via Ausweis, das würde grundsätzlich gehen über das Protokoll, über das wir noch sprechen werden, dann hätten wir einen sehr, sehr guten Identity Provider. Und wir kommen auf dieses Thema hier nachher nochmal zurück, wenn wir an der Spitze der Pyramide angekommen sind. Aber External Identity Provider können eigentlich überall sein. Das kommt immer drauf an, wie gut und wie vertrauenswürdig ist euer Identity Provider. Normalerweise haben wir hier dann ein Protokoll, was uns erlaubt, also als Nutzer sozusagen dieser Identities, einzelne Dienste abzuverlangen. Das heißt, wir wollen zum Beispiel Zugriff auf Telefonnummer, Zugriff auf E-Mail-Adresse. Wir wollen, dass das Ding abgesichert wurde über Hardware-Token oder sogar über Identität und so weiter und so fort. Das kann man im Zweifelsfall alles einstellen. Deswegen habe ich allerdings hier mich für diese Positionierung hier entschieden, weil wir es nicht wirklich sagen können, weil es wirklich auf den Provider an sich ankommt. Ein bisschen darüber siedle ich mal Smart Cards an. Smart Cards ist ein riesiges Thema und ihr könnt euch das Ganze so vorstellen. Wir haben im Hotel Smart Cards normalerweise, also in den meisten modernen Hotels hat man Smart Cards, um in die Zimmer reinzukommen. Das heißt, ihr bekommt normalerweise eine Karte und mit dieser Karte könnt ihr Hotelzimmer aufmachen. Ja? Das ist eine Art Smart Card und ihr bekommt damit eigentlich eine Möglichkeit zur Authentifikation bzw. zur Access Control eigentlich schon eher, um dieses Zimmer zu entriegeln. Eure Identität ist nachgewiesen durch die Buchung und ihr bekommt eben dieses Smart Card bei Buchung. Banken machen aber auch Smart Card oder Kreditkarten. Kreditkarten sind im Endeffekt Smart Cards, wenn man so möchte. Das sind nämlich kleine Chipkarten, das heißt, ihr besitzt diese Chipkarten. Das heißt, es ist eine Art Hardware-Token, aber zusätzlich zu diesem Hardware-Token ist es natürlich an euren Namen gebunden und mit einem Passwort, wenn man so möchte, mit eurer PIN gesichert. Wenn ich jetzt allerdings meine Smartcard Bankkarte fürs Online-Banking benutze, dann ist das auch eine Smartcard. Ich kann Transaktionen oder Überweisungen tätigen, nachdem ich mich eingeloggt habe und brauche dazu noch einen One-Time-Code, der mir auch über eine Hardware gegeben wird. Das heißt, ich muss, also in meinem Fall jetzt, ne? Man kann es natürlich auch über eine App machen, habe ich allerdings bei mir nicht eingerichtet. Also ich muss im Endeffekt mit einem TAN-Generator, der wirklich in physischer Form bei mir vorliegt, sprich es ist ein Hardware-Gerät oder ein Security-Key so so gesagt, muss ich meine Smartcard einlesen und muss dann sozusagen ein Code einscannen und dann wird mir dieses One-Time-Ding generiert. Das heißt, ich habe hier tatsächlich einen sehr, sehr starken Mechanismus, den ich nur dann fälschen kann, wenn ich die Karte abgefangen habe, mein Gegenüber das nicht gemerkt hat, weil die Karte normalerweise extra bestellt wird. Und dann natürlich auch noch das Gerät bzw. den Zugriff auf das System habe, wobei das nochmal über Username, Passwort gesichert ist. Also ich habe hier so ein Zusammenspiel aus mehreren Dingen. Username, Standard wird auch verwendet, Passwort, Telefon ist bei der Bank hinterlegt, benutzt man aber eigentlich hier in dem Sinne nicht. Social Proof haben wir nicht, Sicherheitsfragen haben wir nicht, One-Time-Code haben wir, weil das Ding wird ja immer wieder generiert. Und wir haben eine Smartcard, die uns die Identität verifiziert. Und wir haben sogar bei einer Bank noch einen Fakt obendrauf. Dazu komme ich aber gleich noch. Zwischendrin liegt noch, ist schwierig auch das hier wieder einzusortieren, die biometrischen Daten. Manchmal bringt natürlich ein Fingerabdruck nochmal deutlich mehr, wenn ich zum Beispiel etwas entriegeln möchte. Ja, euer Handy ist mittlerweile über biometrische Daten abgesichert in den meisten Fällen. Das Problem ist, dass natürlich dadurch auch eure biometrischen Daten verteilt werden überall hin und dann eventuell nicht mehr wirklich, unique sind. Aber ich glaube, so viele Iris-Scanner hatten wir noch nicht und die krassesten Anwendungen sind dann doch meistens über biometrische Daten abgesichert, wobei, wie gesagt, diese biometrischen Daten schwierig sind halt nicht mehr nur für euch da, sondern sie werden halt von einem Gerät gescannt und sind dann am Ende auch auf diesem Gerät. Man kann sie also auch grundsätzlich fälschen, deswegen ist es ein bisschen schwierig, das hier einzusortieren, grundsätzlich aber sehr, sehr hoch anzusehen. Und am Ende kommt natürlich die ID. Ich wollte eigentlich Ausweis schreiben, hatte keinen Platz mehr. Aber ja, der Ausweis ist an sich so ein Verfahren, was als
am besten gesichert gilt. Auch hier wieder Ausweise, mit dem kann ich zwar alles machen, aber es heißt nicht unbedingt, dass dieser Ausweis wirklich sicher ist. Denn ein Ausweis ist ja, naja, oftmals nur in Kombination mit einer Unterschrift gültig und Unterschriften kann man super gut fälschen. Ausweise können gestohlen werden, haben eigentlich keine, also der reine Ausweis hat erstmal keinen digitalen Bereich dabei. Also er hat natürlich einen, aber ich kann mich mit einem Ausweis rein offline auch ausweisen, dass ich bin. So, das heißt, wenn ich einen falschen Ausweis habe, dann geht das leider relativ gut. Und es gibt natürlich auch gefälschte Ausweise. Das darf man nicht vergessen. Oder gestohlene Ausweise, die dann von Menschen verwendet werden, die einfach ähnlich aussehen oder sich ähnlich aussehend machen. Ja. Dementsprechend Ausweise grundsätzlich so das Top-Notch-Ding, aber nicht unbedingt. So, und dieser Ausweis ist jetzt natürlich auch bei der Bank hinterlegt. Ich war dort auch im besten Fall schon mal oder ich habe diesen Ausweis irgendwie dort gezeigt. Und ja, damit meine Identität verifiziert. Jetzt gibt es einige Dienste, die natürlich Ausweisdaten sammeln. Und diese Ausweisdaten sind dann, ja, wie soll ich sagen, ne, einfach Fotos. Und diese Fotos reichen natürlich überhaupt nicht aus, um eine Identität wirklich zu verifizieren. Denn jeder kann dieses Foto jetzt am Ende stehlen und kann mit diesem Foto sich dann ein Konto bei irgendeiner anderen Online-Bank erstellen. Das heißt, dieses Verfahren ist auch nur bedingt sicher. Und ja, darauf beruht irgendwie alles. Das heißt, eine Bank gibt mir eine Smartcard in Form von meiner Kredit- bzw. Debitkarte erst dann, wenn sie meinen Ausweis hatten, weil sie meinen Ausweis zur Kontoeröffnung, sprich zum Provisioning brauchen. Ja, also das heißt, wenn ich das Provisioning mit dem Ausweis gemacht habe, muss ich mich danach nicht jedes Mal mit dem Ausweis ausweisen, sondern es reicht die Smartcard. Ich brauche aber zum Beispiel die biometrischen Daten, um die App zu entriegeln, die ihr vielleicht auf dem Smartphone habt, um eure Bank irgendwie zu verwenden. Und so weiter und so fort. Also es greifen sehr viele Dienste hier ineinander über. Wirklich sicher davon ist leider keiner, also nicht zu 100% sicher. Und das ist ein großes Problem derzeit, weswegen ich hoffe, und jetzt kommen wir auf das Thema von Anfang nochmal zurück, weswegen ich hoffe, dass wir bald einen External Identity Provider haben, der staatlich ist, für den Fall, dass wir wirklich staatliche IDs nachweisen müssen. Und ja, im Endeffekt dann auch ein Arbeitgeber zum Beispiel anfragen kann, hey Staat, gib mir mal hier bitte, oder der User soll sich mal bitte mit OAuth bei mir einloggen, damit ich wirklich sagen kann, dass das dieser User ist. Das wäre so der Traum. Das muss aber natürlich nicht für alle Dienste sein. Also ich meine, für sowas wie die Academy, ja, oder gar ein Coding Challenge Interface, da reicht weiterhin Username, Passwort und im Zweifelsfall noch ein One-Time-Code. Aber so High-Risk-Applikationen, da braucht man das schon. Gerade sowas wie Banken, da ist ein Identity-Nachweis eigentlich etwas, was wir haben wollen. Und derzeit haben wir vor allem im Kryptowährungsbereich, der ja schon in Richtung Bankensektor geht, eine Regulierung namens KYC, Know Your Customer. Und dieses Know Your Customer-Verfahren verlangt von allen noch so kleinen Zwei-Mann-Betrieben, die irgendwas mit Krypto zu tun haben, dass man einen Ausweis hinterlegt. Und dieses Ausweis hinterlegen führt diese ganze Pyramide ad absurdum, wenn ihr mich fragt. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber behaltet das bitte im Hinterkopf. Eine reine Ausweisverifikation, selbst wenn die Person vor euch steht, heißt nicht unbedingt, dass die Person die ist, die sie vorzugeben hat. Das heißt, grundsätzlich kann man so eine Sicherheitspyramide immer überwinden. Es ist nur die Frage, wie viel Aufwand macht man sich. Aber jetzt gerade ein Google hat da natürlich schon Angriffe oder Angreifer, die genau damit arbeiten. Ja, und es ist dann am Ende euer Job, weil ihr diese Identities bereitstellt oder das System dazu entwickelt, damit umzugehen. Gut, ich hoffe, ich konnte hier so ein kleines Roundup geben über diese ganzen Themen. Es war sehr, sehr viel. Ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Wie gesagt, diese Identity Proofs sind natürlich sowohl für das Identity Provisioning als auch am Ende für die Authentication nützlich und nötig, und ich möchte hier so ein kleines bisschen Überblick geben über all das, was es gibt. Die genauen Implementierungen, die schauen wir uns dann vielleicht irgendwann anders an, wenn noch genügend Interesse besteht, oder ich zeige dann einfach exemplarisch, wie das Ganze funktioniert. Aber normalerweise, ja, habt ihr am Ende sowieso ein eigenes Tool dafür. Okay, gut, das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Ciao.